Liebe Uhrenfreunde, der Thomas Bachmann und ich sprechen heute über Taucheruhren. Das Thema Wasserdichtigkeit bei Uhren kam ja erst nach dem Ersten Weltkrieg. In den 20er Jahren probierte Omega, Rolex und auch ein paar andere Marken das Thema zu knacken. Der erste wirkliche Erfolg gelang eigentlich dem Herrn Wilnsdorf mit der ersten Oyster, die ja von Mercedes Gleitz getragen worden ist, als sie den Kanal zwischen England und Frankreich erfolgreich durchschwammen. Weil das Prinzip, das sich Herr Wilnsdorf da zu eigen gemacht hat mit dem Oyster-Modell, also mit dem Muschelmodell, war, dass er zwei Ringe gegeneinander verschraubt hat und somit eine Uhr produzieren konnte, die das erste Mal wirklich nachhaltig wasserdicht war. Und die Uhren haben sie verkauft mit so einem Gag im Schaufenster, in einem Wasserglas drin, dass also die Passanten schon damals gesehen haben, wassergeschützt, eine praktische Uhr. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass damals Rolex die Uhren in Silber und in Gold bereits angeboten haben. Also Uhren auch für Gentlemen, die aber trotzdem einen aktiven Lifestyle pflegen wollten. Und jetzt springen wir eigentlich schon 10 Jahre zwischen der Mercedes Gleitz Uhr und der ersten wirklichen Taucheruhr der Welt. Es ist in Wirklichkeit die gleiche Uhr in größer, in massiver, mit stark leuchtendem Radiumzifferblatt. Das hier ist die dritte jemals hergestellte Panerai-Uhr von 1935-36, die Referenz 3646. Man erkennt die ganz erste Serie an diesen 2 Schrauben am Zifferblatt, weil die hatten Probleme mit der Befestigung damals noch. Deckel und Lünette waren verschraubbar und ganz, ganz wichtig, Rolex-Werk und eine verschraubte Krone. Panerai war eigentlich nur der Auftraggeber für das italienische Militär. Rolex hat die Uhren produziert. Thomas, wir haben ja auch eine neue dabei. Vielleicht kannst du da mal den Direktvergleich von 36 auf 2016 bringen. Also diese alten Panerai-Modelle sind eigentlich Rolex-Uhren, die Panerai in Auftrag gegeben hat. Und die neuen Panerai-Modelle haben mit Rolex nichts mehr zu tun. Das ist eine eigene Firma, Richemont-Gruppe, die auch eigene Werke inzwischen herstellen, aber sich natürlich an diesem ikonischen Design der alten 30er und 40er Jahre Panerais orientieren. Später hat Panerai übrigens noch Uhren gebaut für die italienische Polizei und auch für die Ägypter. Also die waren eigentlich nur im Toolwatch-Segment aktiv. Kannst du dich erinnern, als wir die erste gekauft haben? Die haben wir versucht am gleichen Tag zu verkaufen, weil wir dachten, in einer Woche ist der Boom vorbei. Die waren ja irrwitzig groß. Wir haben beide fast gelacht, wie klobrig die waren. Das war eine Mare Nostrum, die haben wir gekauft und sofort wollten wir sie loskriegen. Wir dachten, das kann ja sich nur um einen Scherz handeln. Also da haben wir uns massiv geirrt. Panerai ist eine Riesenerfolgsgeschichte und haben einen enormen Fankreis. Die Paneristis, die haben sogar einen eigenen Namen, die Fans. Ja. Das sind absolute Kultuhren. Die modernen Modelle sind ja auch meistens limitiert. Es gibt verschiedene Linien. Obwohl ich finde, heute sind es eigentlich keine klassischen Taucheruhren mehr. Rolex hat natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg mit vielen Patenten, die sie angemeldet hatten, eigentlich die erste und nach wie vor wahrscheinlich berühmteste Taucheruhr auf den Markt eingeführt. Die Submariner, das ist jetzt ein Modell aus den 50er Jahren, noch ohne Kronenschutz, noch mit Radiumzifferblatt. Drehbare Lünette, ganz viele Patente. Heute muss eine Uhr mehr wie 100 Meter wasserdicht sein, dass man ernsthaft über eine Taucheruhr spricht. Ich glaube, dass die alten Panerais wahrscheinlich auch 100 Meter wasserdicht waren, aber eben nicht getestet. Und man hat angefangen, eben Mitte der 50er eine Standard- oder eine DIN-Norm auch einzuführen zum Thema Wasserdichtigkeit. Und die frühen Modelle mit der kleinen Krone sind bis 100 Meter wasserdicht gewesen. Und dann die James Bond Big Crown war schon für 200 Meter. 200 Meter. Und noch was fällt auf, man hat als allererstes die drehbare Lünette bei Rolex für Taucher, damit die wissen, wie lang sie unter Wasser bleiben können. Man konnte eine neue 12 setzen, indem man das Dreieck auf den Minutenzeiger gestellt hat und wusste dann, wie viele Minuten man im Wasser schon verbracht hatte. Eine wahnsinnig praktische Lösung und wenn man nicht länger wie eine Stunde joggen geht, immer noch heute super sinnvoll.
War natürlich ein bisschen gefährlich. Das haben die dann auch gemerkt, dass die Lünette sich mal auch in die falsche Richtung gedreht hatte. Am Schluss ist immer eins wichtig bei einer Taucheruhr. Das heißt natürlich die Wasserdichtigkeit, klar, aber auch die gute Ablesbarkeit. Sprich, die Uhren müssen stark und gut leuchten. Und im Vergleich zur Rolex hat Blancpain sogar die Lünettenzahlen in Radium eingelegt. Stark leuchten. Das heißt, unter Wasser, wo du bei der Rolex nur noch schemenhaft erkennen konntest, beziehungsweise nur an dem Dreieck, wo der Leuchtpunkt eingesetzt ist, konnte man bei der Blancpain 50 Fathoms anhand des Ringes auch noch Zahlen wahrnehmen und natürlich auch die Stundenindexe. Die Milsbeck ist eine ganz besondere Ausführung davon. Die hat in der Mitte ein großes Feld mit Radium und dieses Radium verfärbt sich, wenn Feuchtigkeit reinkommt, und so konnte der Taucher sehen, ups, meine Uhr säuft gerade ab. Die Zeit ist wahrscheinlich nur noch ganz kurz richtig ablesbar. Die sind zu großen Teil eben an die amerikanische Armee geliefert und gemacht worden dafür. Blancpain hat Amerika und Frankreichs Armeen ausgestattet. Soldaten, die im Schlamm lagen, brauchten natürlich eine schmutz- und feuchtigkeitsgeschützte Uhr. Jemand, der 100 Meter tief taucht, um irgendwas zu befestigen, sei es eine Mine oder auch nur einen Anker zu heben, hat andere Voraussetzungen. Wie unterscheidest du jetzt zwischen einer Schwimmeruhr und einer Taucheruhr? Für mich ist das Thema Drehlünette, gute Ablesbarkeit auch im Dunkeln und natürlich eine Wasserdichtigkeit, die länger wie 2 Minuten auf 30 oder 40 Meter bleibt. Und da musstest du dann schon die Kronen speziell befestigen. Da massivere Gehäuse. Hilft es eigentlich auch nicht nur den Boden zu verschrauben, sondern da muss auch an der Lünette oben am Glas eine Verschraubung sein oder eine spezielle Dichtung, die da eingebaut ist. Einer der großen Schweizer Hersteller ist ja auch Omega, die das Thema Taucheruhr sehr ernst genommen haben und natürlich auch die Royal Navy, Amerikaner, Israelis und viele andere ausgerüstet haben. Bei der Royal Navy gab es auch Rolex, aber die meisten, die verteilt wurden, waren wohl Omega. Es gibt ein Märchen, das sagt, dass viele englische Taucher extra die Kronen offen gelassen haben von ihren Omegas, damit die absaufen, damit sie danach eine Rolex kriegen. Weil die nicht so gut hält, aber das ist nicht so natürlich gut ein Schmarrn, die waren natürlich genauso wasserdicht. Die hier ging nach Israel, das ist eine israelische Kampftaucheruhr. Man sieht, dass alle, die in den 50er und 60er Jahren viel unterwegs waren, kampferprobte und feste Uhren brauchten. Ist auch nicht spurlos an den Uhren vorbeigegangen. Du hast ja noch was Spannendes liegen, eine Blancpain Barracuda. Natürlich kann man sagen, dass die Taucheruhren der 60er alle ein bisschen ähnlich aussahen. Die meisten sind ja auch gebaut worden für irgendwelche Armeeeinheiten. Wenn man die Uhren nebeneinander hält, sieht man Grundähnlichkeit, wobei die Barracuda natürlich eine unglaublich attraktive Uhr ist. Sicher einer der coolsten Blancpains, die jemals produziert worden sind. Jetzt wollten wir ja nicht so viel über Rolex reden, aber jetzt werden wir erstmal noch ein bisschen über Rolex reden. Und zwar einer der wichtigen Patente, das sieht man an den beiden ganz gut. Die liegen ca. 8 Jahre auseinander. Der Kronenschutz bei der 5512 in dem Fall mit dem tollen Guild-Dial und der 6536-1 sieht man, dass die Uhren eigentlich bis heute immer noch so aussehen. Also ganz wichtig der Kronenschutz, dass man nicht wo hängen bleibt beim Tauchen und die Krone abreißt. Das ist hier das vorderdringlichste Unterscheidungsmerkmal. Also 2 Sachen kann sich eine Uhrenfirma auf den Deckel schreiben. Das ist, dass es besonders genau geht. Oder und so hat es Rolex eben gemacht, dass sie besonders wasserdicht bzw. besonders robust sind. Die Rolex Submariner ist sicher einer der Uhren, die von der reinen Toolwatch zu einem Lifestyle-Produkt geworden ist. Das ist jetzt die Seedweller. Richtig. Und die Seedweller ist die Uhr, die eine reine Toolwatch, Also eine Profi-Taucheruhr war. Warum? Mitentwickelt von der Firma Comex. Comex ist eine Berufstaucherfirma gewesen in Marseille, in Frankreich. Zu der Zeit sind Bohrtürme gebaut worden, Plattformen im Meer. Und da ging es nicht um 200 oder 300 Meter, sondern wir haben hier Uhren gebraucht, die gingen bis 500, 600 Meter Wasserdichtigkeit. So, das Problem ist, wenn du mit einer klassischen Submariner, die wirklich dicht war, da runtergetaucht bist, beziehungsweise sowas 600 Meter versenkst hast, ist diese Uhr geplatzt. Beim Auftauchen durch das Helium, was sich in der Tiefe entwickelt hat, das wollte dann entweichen und hat dann oftmals die Gläser zum Bersten gebracht. Genau, also entweder man hat ein Glas, das ungefähr so dick ist, oder man hat eine Seedweller. Das hat die Firma Comex mit Rolex zusammen entwickelt, circa im Jahr 1966, 67.
das sogenannte Helium Escape Valve. Klassischerweise auch ein sehr massives Plexiglas, das hochgewölbt ist und somit die Ablesbarkeit noch verbessert. Die Comex konntest du nicht normal kaufen. Das war eine Uhr, die konntest du nur beziehen als Berufstaucher und hast auch ein Uhrentagebuch geführt. Zeig doch mal die Nummer auf der Rückseite der Uhr. Kann man das irgendwie sichtbar machen? Kann ich nicht ganz zeigen, weil das natürlich auch die Identifikation für die Uhr ist. Heutzutage sind diese Uhren am gefragtesten, wenn die gesamte Historie, Tauchbuch, Personalausweis des Tauchers, Verträge mit Comics, je mehr Litanei dabei ist, desto mehr zahlt der Sammler. Man weiß dann, auf welchen Einsätzen der Taucher die Uhr getragen hat. Das macht für Sammler richtig Spaß. So, jetzt hat Rolex sich natürlich überlegt, was toll für Comics ist, könnte ja auch auf dem normalen Tauchermarkt gefragt sein. Und die kamen 1967 mit der Mark I Submariner Seedweller für den ganz normalen Handel auf dem Markt. Hier haben wir eine Mark III. Doppelrot. Die ersten Generationen haben noch einen roten Schriftzug und da unterscheiden die Sammler auch zwischen der Mark I bis zur Mark V und die sind jeweils in verschiedenen leicht veränderten Versionen und vor allen Dingen Baujahren zu finden. Eins haben sie alle gleich, von 67 bis 83. Sie haben relativ stark gewölbte Plexigläser, genauso wie das Urmodell für die Comex, und haben auch alle die klassische Ventilöffnung hier, wo einseitig das Gas entweichen kann. Eins wissen viele nicht, auch Omega war in diesem Comex Battle mit dabei. Und zwar haben die eine Uhr produziert, die eben auch in dieser Tiefe wasserdicht war. 600 Meter. Bis 600 Meter, die sogenannte Ploprof. Mit einem großen blockartigen Design. Du konntest das Uhrwerk nur übers Glas vorne rausnehmen, du brauchst einen speziellen Schlüssel dafür. Also da ist viel Technik reingegangen, aber durchgesetzt hat sich dann doch die Submariner. Es war das erste Mal, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, dass es toll wäre, wenn die Taucherlünette sich nicht in beide Richtungen dreht, damit nicht aus Versehen die Taucherzeit verlängert wird. Mit dem dicken roten Knopf konnte man dann die Arretierung lösen, um die Lünette eben einseitig zu drehen, um da auch die Sicherheit zu haben, nicht zu lange unter Wasser zu bleiben. Eine für mich schönsten und coolsten Taucheruhren hat Jaeger-LeCoultre gebaut. Die Polaris 2 mit dem unglaublich schönen, eiförmigen Gehäuse, drehbaren Lünette, aber hier mit einer zweiten Krone für den Wecker. Also diese Uhr hat... Klingen die auch unter Wasser? Das ist das Tolle. Sie ist wasserdicht und klingelt unter Wasser. Das sind also die Memo-Box. Hört man das? Hast du das Polaris, schon mal gehört? unter Wasser hört man es noch viel, viel lauter. Das ist das Tolle von Wasser. Wasser trägt besser wie Luft. Also das Tolle an der Uhr war, dass der Weckton einen daran erinnerte, dass man nicht das Auftauchen, das Dekomprimieren oder andere Dinge, die überlebenswichtig waren. Thema Mittagspause meinst du? Mittagspause. Genau. Lebensnotwendige Mittagspause. Also die Polaris 2 ist für mich ein echter Designbringer hier in der gesamten Sammlung. Man sieht jetzt, glaube ich, auch von der Formsprache, dass wir jetzt schon in den 70er Jahren langsam aber sicher ankommen. Das heißt, die Gehäuse werden alle größer, eiförmig und teilweise haben wir wahnsinnig tolle Zifferblattvarianten. Die Zenit 1000 Meter Big Lemon heißt Big sie. Lemon, ja. Eine unglaubliche sexy Uhr, gehört auch zu meinen absoluten Favoriten. Auch IWC hatte was zu melden mit der Aquatimer. Die gab es auch in verschiedenen Zifferblattfarben. Ja. Wir haben jetzt die schwarze da, aber gab es auch in Rot und in Blau. Wobei die Lemon und auch die NEK, finde ich, die schlägt nichts. Das sind Uhren, wo heute Designfreaks sehr befriedigt in ihre Sammlung gucken, dass nicht alles immer stahlschwarz ist, sondern endlich mal leuchtgelb, cooles Grau, leuchtorange. Das ist typisch 70s gewesen. Das Space Age Alter war mehr colorful. Die Tochterfirma von Rolex, Tudor, hat ja auch sehr spannende, ähnlich aussehende Submariner-Modelle auf den Markt gebracht. Die
ebenfalls an Militärs in Frankreich und zum Beispiel Argentinien geliefert wurden. Es war früher ja eine Poor Man's Rolex. Deswegen hat sich auch die Armee in den 70ern dafür interessiert. Die Funktion war ja prinzipiell die gleiche wie bei einer Submarine. Nicht ganz, sie waren nicht ganz so wasserdicht. Wenn eine Submarine 300 Meter wasserdicht war, waren sie 200 Meter. Sie waren immer ein bisschen die abgespeckte Version, auch ohne Rolex-Werk und natürlich mit Ether. Wobei das Gehäuse, das Band und das Kronensystem ja weiterhin von Rolex geliefert wurden. Heute besonders begehrt sind diese Modelle mit den großen charakteristischen breiten Zeigern, die Snowflake genannt werden. Tudor-Uhren wurden nicht geschont. Weil sie günstiger waren, wurden sie mit weniger Achtung getragen und auch weniger gewartet. Nichtsdestotrotz, heute gehört Tudor zu den gefragtesten Marken, was Sammleruhren bei uns im Geschäft angeht. Tommy, von den 70er Jahren zu den 80er Jahren fällt mir natürlich automatisch eine Uhr ein. Ein Mega-Vertreter der 80er Jahre, designmäßig. Die Ocean 2000 von IWC. Ein Meisterwerk aus dem Hause Porsche Design. Damals eine sehr erfolgreiche Kooperation mit IWC, die leider in den 90er Jahren beendet wurde. Das Tolle an der Uhr, sie ist 2000 Meter wasserdicht gewesen. Sie ist in Titan gebaut, was ein neues Material im Uhrenmarkt zu der Zeit war. Ja. Sie war so attraktiv, dass auch die Bundeswehr für die Kampfschwimmer weg vom Blancpain hin zu IWC, zu dieser Uhr zog. Es gab die Uhr mit flachem Glas und auch mit Quarzwerk. Es gab sie für Kampfschwimmer und auch für Minenräumeinsätze. Und ich finde sie wahnsinnig cool. Sie hat was hässlich Schönes, aber man kann sie nicht, sie lässt er nicht unberührt. Also ich würde sie auf jeden Fall tragen und finde sie auch aufregend. Es gibt dazu noch ein Velcro-Stoffband. Das in der Kombination holt, finde ich, das Maximum an Design raus. Mit dem Titanband hatte man so seine liebe Not, weil die Stifte in Stahl gefertigt wurden. Und das hat dann leider die Tendenz gehabt, dass sie etwas ausleiern, wenn man die Uhr viel und häufig und gern getragen hat. Nicht der einzige Vertreter von IWC in Titan, aber für mich der bedeutendste. Definitiv. In den 90er Jahren, da sind wir jetzt ein bisschen angekommen, haben wir jetzt mal ein Exemplar einer klassischen Submariner. Und das ist eigentlich eine Weiterentwicklung gewesen der Uhren aus den 60er Jahren. Wer eine Submariner-Sammlung hat, muss sich von seiner Frau meistens anhören, du hast ja immer die gleiche Uhr gekauft. Wieso sind denn da 35 die gleichen Uhren? Das verstehe ich gar nicht. Und als Mann weiß man natürlich, dass ja, das sind kleine Unterschiede, wo man wirklich darauf hinweisen muss auch. Getan hat sich noch mal was in den letzten 5, 6 Jahren bei Rolex. Nur so seit 2007, 2008, das sind schon fast 10 Jahre her, Tommy. Die Keramiklünette hat eigentlich nach dem Saphirglas war das der größte Unterschied. Du hast jetzt in der Hand eine nur 3 Jahre lang gebaute Siedwäller 4000, die sie eingeführt haben mit 40 mm Durchmesser. Und die ist 1220 Meter wasserdicht. Wie ihr Vorgänger. Richtig. Und der Nachfolger? Die Deep Blue Siedwäller. Und die ist bis 3900 Meter wasserdicht. Bei 44 mm Durchmesser. Also das ist eigentlich was für dich. Ich kann die nicht tragen. Sie hat auch ein Heliumventil, sie ist nur deutlich massiver gebaut, hat ein von den Proportionen schmäleres Band und ist natürlich schon ein echter Oschi. Mich erinnert das Ganze auch ein bisschen so an Geländewegen. In den 70er Jahren hat man Geländewegen wirklich gebraucht, um ins Gelände zu fahren. Und heute, wenn man sich in die Stadt stellt und mal ein bisschen rumguckt, kommt alle paar Sekunden irgendein großer SUV und der wird eigentlich nur für normalen Stadtverkehr benutzt. Und so ähnlich ist es mit den Taucheruhren. Die Leute tragen diese Taucheruhren heutzutage eigentlich eher als Lifestyle-Produkt. Weil wenn sie dann tauchen gehen, und das tun ja gar nicht so wenige, da benutzen die oftmals jetzt interessanterweise Quarzuhren und schonen ihre eigentliche sogenannten Taucheruhren, die zerkratzt werden könnten. Zudem fällt mir natürlich dann immer eine goldene Submariner ein, die du dir schwerlich vorstellen kannst, sie beim Tauchen, vielleicht noch beim Schwimmen, aber nicht mehr beim Tauchen zu tragen. Kommt aufs Schwimmbad drauf an. Kommt aufs Schwimmbad drauf an. Also wir haben hier die aktuelle mit der Keramiklünette, die durchaus auch schon ein bisschen was erlebt hat. Aber das sind eigentlich die Uhren, die trägst du ja nicht beim Tauchen. Das ist eigentlich eine Toolwatch, die ihres eigentlichen Sinnes beraubt ist, weil das Material in 18 Karat Gold einfach kratzempfindlich und stoßempfindlich ist. Ausschauen tut es trotzdem gut. Ja und in den 70er Jahren sind die ersten goldenen gemacht worden. Es ist, um es zusammenzufassen, einfach auch ein Statussymbol, eine tolle Taucheruhr zu tragen, ob die jetzt 3009 Meter wasserdicht ist oder aus Gold oder Weißgold ist. Im hohen Maße Showobjekte, die natürlich viel Spaß machen. Richtig.
Tommy, wir haben mit Panerei angefangen und jetzt, last but not least, haben wir eine ziemlich aktuelle Panerei, auch natürlich eine Taucheruhr. Dieses Modell ist jetzt eine Bronzo, auch eigentlich eine Uhr, von der man sich schwerlich vorstellen kann, dass der Träger die unter Wasser einsetzt. Also das Bronze ist ja ein sehr interessantes Material für den Uhrenbau. Direkt an der Haut sollte man es nicht unbedingt tragen, deswegen haben die Uhren auch immer einen Stahlboden. Und wenn man die Uhr in Salzwasser benutzt, verändern die sich auch ganz drastisch, hat einen schönen Vintage-Effekt und die Uhr sieht auf einmal aus wie 70 Jahre älter. Also Bronze oxidiert wie Hölle und sieht dann schnell nicht mehr rot aus, sondern hat aber was. Hat was. Panerei war die erste Firma, die das so im Taucheruhrenbereich eingesetzt hat. Sieht auf jeden Fall super aus und altert immer unterschiedlich, je nachdem, wie man die Uhren benutzt. Tudor hat das, glaube ich, jetzt auch gerade eine... IWC auch. Und IWC, also das ist anscheinend gerade ein Trend. Deswegen zeigen wir die. Wir sind jetzt im Jahr 2018 angekommen. Das sind die Uhren der letzten 1-2 Jahre im Taucherbereich, wo nicht mehr viel Neues hinzukommt, wo es eigentlich mehr um Style und Look geht. Mit welcher Uhr würdest du jetzt heute Abend mit nach Hause gehen und nicht an den Strand? Ich habe mich für die IDF Eterna Matic von 1961 entschieden. Sie passt erstmal von der Größe ganz gut zu meinem Handgelenk. Ich finde sie wunderschön. Sie hat ein wunderbares Zifferblatt und ist vom Zustand her gut erhalten. Und ich kenne jetzt auch noch den historischen Hintergrund der Uhr. Die war in einem Kriegseinsatz. Ich finde sowas immer spannend. Ich würde mir heute Abend wahrscheinlich die Enica mitnehmen, weil ich von dem Design und dem Orange dermaßen angesprochen bin, dass ich das gerne einmal tragen würde. Und wieso steht da jetzt Sex auf dem Ziffer? Okay, ich habe noch eine kleine Aufgabe für alle Zuschauer. Zeig doch mal unser mysteriöses Gerät. Gerät. Was kann dieses Gerät wohl mal geleistet haben? Also Schreibt uns auf YouTube, was ihr glaubt, für was dieses Gerät zuständig war. und welche Firma es hergestellt hat. Das ist aber leicht. Bis zum nächsten Mal und abonniert unseren Kanal. Und nicht vergessen, water resistant ist nicht waterproof.